Hi Leute und willkommen bei SKNK. Zuerst möchte ich allen danken, die auf Twitch im Livestream dabei waren. Es hat richtig Bock gemacht, Freunde. Also vielen lieben Dank, dass ihr am Start wart. Und für alle die beim nächsten Mal gern dabei sein möchten, verlinke ich den Twitch-Kanal hier oben in der Infobox. Kommen wir jetzt aber zum Thema, Freunde. Endlich war es soweit und die neuen Galaxy Fold und Flip Geräte wurden vorgestellt. Und ich kann vorweg schon mal für mich persönlich sagen, dass Samsung mich gerade mit dem Fold 4 extrem enttäuscht hat. Deswegen würde ich sagen, schauen wir uns auch erstmal das Flip 4 an und heben uns die ganz große Enttäuschung für danach auf. Das Flip 4 bekommt wie sein Vorgängermodell, also das Flip 3, ein 1,9 Zoll großes Cover-Display. Das Cover-Display ist dieses kleine Display außen am Flip 3, kennt ihr sicherlich alle. Und beim Flip 4 bleibt die Größe eben bei 1,9 Zoll. Und auch das interne Display bleibt gleich wie im Flip 3 mit 6,7 Zoll. Beide sind wieder wie auch im Flip 3 mit 120 Hertz und einem Dynamic AMOLED Display. Kameratechnisch sind beide Linsen mit 2x12 Megapixel gleich geblieben, aber der Sensor soll tatsächlich ein neuer sein und verspricht wohl bessere Videos und Bilder. Auch 8 GB RAM mit wahlweise 128 bis 512 GB internen Speicher sind gleich geblieben. Und auch die IPX8-Zertifizierung ist geblieben, bedeutet wasserdicht ja, aber staubdicht definitiv nein. Designtechnisch bzw. optisch hat sich auch nichts verändert. Ob es von den Maßen her minimale Unterschiede gibt, bezweifle ich. Die einzigen zwei Verbesserungen, die wir hier im Flip 4 haben, sind einmal der Akku. Dieser wurde von 3300 mAh auf 3400 mAh jetzt im Flip 4 verbessert, und als zweites gibt es natürlich den neuen Flaggschiff-Prozessor, den Snapdragon 8 Plus Generation 1, der hier verbaut wurde. Dieser verspricht etwas mehr Leistung und auch mehr Effizienz. Deswegen ist meiner Meinung nach als einzige Verbesserung im Flip 4 eine verbesserte Akkulaufzeit zu erwarten. Freunde, wie ihr sehen könnt, ist die Enttäuschung schon beim Flip 4 eigentlich groß genug. Doch jetzt kommen wir zum Fold 4, und wie viele von euch wissen, bin ich schon so ein kleiner Fold 3 Fanboy. Auch wenn man damit einige Kompromisse eingehen muss, ist das Smartphone und die Fold-Technologie für mich zukunftsweisend. Deswegen waren meine Erwartungen zum Fold 4 ziemlich hoch angesetzt. Ich dachte mir, boah ey, Samsung muss beim Fold 4 nur 2 bis 3 Veränderungen vornehmen und das Smartphone wäre so das Nonplusultra-Gerät. Doch leider habe ich den wirtschaftlichen Aspekt mit meinem kleinen naiven Gedanken nicht berücksichtigt, Freunde. Ist doch aber auch logisch, warum sollte Samsung uns einfach das beste Smartphone der Welt schenken? Wobei, schenken tut es uns das sowieso nicht. Wir bezahlen knapp 2000 € dafür. Aber es schenkt uns für 2000 € einfach alles in kleinen Häppchen, und das von Jahr zu Jahr. Und wir kaufen es trotzdem. Naja, genug von meiner persönlichen Meinung dazu. Schauen wir uns jetzt mal die Fakten zum Fold 4 an. Und ich sag schon mal vorweg, verbessert wurden lediglich die Hauptkamera. Diese wurde von 12 Megapixel im Fold 3 jetzt auf 50 Megapixel im Fold 4 verbessert. Und als zweites wurde auch hier wie im Flip der neue Snapdragon 8 Plus Generation 1 Prozessor verbaut. Unsichtbare Verbesserungen gibt es auch, und diese soll es im Flex-Display geben, wo jetzt statt ein Metall-Layer ein Plastik-Layer eingearbeitet worden ist, und die Scharniere soll komplett neu entwickelt worden sein. Beide Verbesserungen sollen der Gewichtsreduzierung beitragen. Das Fold 3 mit der alten Scharniere zum Beispiel und dem Display wiegt exakt 378 Gramm. Wie viel weniger jetzt das Fold 4 wiegt, wurde aber in der Keynote nicht erwähnt. Ansonsten bleibt alles beim alten Design, Akku, Speicher, und die ganzen 4 Kameras sind mit dem des Fold 3s identisch. Samsung hat viel über die neue tastbare One UI 4 mit Android 12L geschwärmt. Schöne Lösungen für das große Fold 4 Flex Display wurden vorgestellt, und versteht mich nicht falsch, die sind wirklich gut, Freunde. Doch wird diese Software auch das Fold 3 früher oder später als Update sowieso auch bekommen. Der S-Pen wurde hier so präsentiert, als wäre er Bestandteil des Lieferumfangs. Leider haben wir weder einen Einschub für den S-Pen
bekommen, was wirklich schon schlimm genug ist, noch ist er Bestandteil des Lieferumfangs, was umso schlimmer ist. Dieser muss wie im Fold 3 letztes Jahr ca. für 30 bis 50 Euro separat dazu erworben werden. Aber am allermeisten hat es mich enttäuscht, dass Samsung die interne Under-Display-Kamera mit 4 Megapixel im Fold 3 auf 4 Megapixel im Fold 4 belassen hat. Wie traurig ist das, Freunde? Es war die größte Kritik von vielen Fold 3-Usern. Diese Kamera musste eine Verbesserung bekommen, aber Pustekuchen, dachte sich Samsung. Das Einzige, was hier minimal verbessert wurde, ist die Pixeldichte über der Kamera. Die Pixel sind aus dem Winkel zwar immer noch leicht zu sehen, aber eben nicht mehr so stark wie beim Fold 3. Leute, was soll ich euch sagen? Ich bin stark enttäuscht. Samsung hätte das vorhin von mir angesprochene Häppchen doch ein bisschen größer ausfallen lassen können. Das Fold 4 geht preislich bei 1.799 Euro los und das Flip 4 bei 1.099. Und bei den Preisen lohnt es sich bei beiden Geräten und besonders beim Fold 4 auf das ältere Modell, also dem Fold 3 zu greifen für ca. 800 bis 1.000 Euro, als sich hier jetzt das Fold 4 bzw. das Flip 4 zu kaufen. Diese minimalen Verbesserungen sind bei den Preisen meiner Meinung nach überhaupt nicht gerechtfertigt. Was haltet ihr von den neuen Fold- und Flip-Geräten? Bin ich der Einzige, der wirklich so denkt? Bin ich am Übertreiben, Freunde? Sagt es mir und schreibt es auf jeden Fall unten in die Kommentare. Neben den Fold- und Flip-Geräten wurden auch die neuen Galaxy Buds und die Galaxy Watch 5 bzw. 5 Pro vorgestellt. Auf diese Geräte gehe ich bei der Kino-Zusammenfassung drauf ein, welches vermutlich auch bald auf meinem Kanal folgen wird. Vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Ich hoffe, das Video hat dem einen oder anderen weitergeholfen. Falls es so ist, liked das Video, abonniert den Kanal, falls nicht schon getan, aktiviert die Glocke, ganz wichtig, und teilt es mit euren Freunden. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Macht's gut, euer Techmaster.